So, hallo Mädels und Jungs, das ist Part 5, ich glaube Part 5 von Puchlido restaurieren. Ja, das Becken ist angekommen und zwar von Motorradteile oder Rollerteile. Und diesen Becken geht eine kleine Geschichte voraus. Ich war ja auf der Suche nach einem Federbein. Das Originale kostet 218. Ist ein Showa-Federbein und das Showa-Federbein liegt seit mindestens 15 Jahren auf Lager. Das wäre nicht das Tragische, weil Showa gibt es seit über 15 Jahren nicht mehr und die letzten Produktionsteile wurden aufgekauft. Aber das ist ein Gasdruckfederbein, das nicht durch eine Spiralfeder federt, sondern durch Gasdruck. Und wenn das 15 Jahre liegt, dann ist das einfach wahrscheinlich auch nicht mehr in Ordnung oder schon defekt, weil das Gas sich mit der Zeit natürlich verflüchtigt oder der Druck nicht mehr vorhanden ist und ich baue dann nicht ein kaputtes wieder ein. Also war ich auf der Suche nach einem Federbein mit einer Spiralfeder und bin durch Zufall hier fündig geworden, denn ich habe einige Motorrad- und Mopedhändler abgeklappert in Wien, also bin sie angefahren. Es war einer, der war wirklich sehr toll. Der hat gleich alle Federbeine, die er lagernd gehabt hat, gebracht und hat sie zum Vergleichen einmal hergelegt, hatten aber alle unten eine Gabelaufnehmer und kein Federauge. Er hat dann noch gemeint, man kann ja das Federauge abschneiden beim Originalen und hier aufschweißen. Wäre eine gute Alternative gewesen, natürlich. Ich war dann auch bei Louis, die haben mir ein Federbein mitgegeben zum Testen. Das hat leider nicht gepasst, weil es auf dem unteren Ende zu stark war und dadurch konnte ich es nicht befestigen, weil das mit der Gabelstange kollidiert ist. Dann war ich andere Händler, bis auf einen, der war sehr unfreundlich. Also der Mann bei den Ersatzteilen war sehr freundlich, aber ein Kollege ist dann gekommen und hat gemeint, wir brauchen da gar nicht suchen und wir haben sowas nicht und ich soll da den Mitarbeiter nicht aufhalten. Gut, okay, das ist natürlich eine Firma, die ich nicht mehr anfahre. Und ja, den Namen nenne ich lieber nicht. Er ist in der Karlbergstraße zu Hause in Wien. Wie auch immer, relativ unfreundlich, außer der Mitarbeiter von den Ersatzteilen. Gut, das ist die Vorgeschichte. Es waren dann noch ein paar andere auch, die wirklich bemüht waren. Also vielen Dank an euch alle. Ihr wart echt toll. Leider habe ich nichts gefunden. Ich bin dann im Internet durch Zufall fündig geworden. Und zwar habe ich bei Zweiradteile.at habe ich ein Federbein gefunden, das es eigentlich zurzeit gar nicht mehr gibt, von JSS. Und habe natürlich dort angerufen und hat gesagt, ja, er hat eins im Programm, aber nicht mehr von JSS, sondern von einer anderen Firma und hat es mir gestern aufgegeben und heute ist es schon da. Ja, und das ist das Ersatzfederbein, das packen wir jetzt noch einmal aus und testen, ob es passt. Also bei der 50er und bei der 80er passt es. Also ich denke, wird bei der 125er auch passen und wenn irgendwas, eine Hülse oder andere Dinge nicht so genau sind, dann mache ich mir die selbst. Ja, und so sieht das Federbein nach dem Auspacken aus von Zweiradteile.at. Falls ihr also etwas für Puchlido sucht, schaut bei ihm vorbei. Nicht nur, dass er einige Teile hat, die es sonst nirgends gibt. Er ist echt urfreundlich, bemüht und hat mir das gleich geschickt, also alle Achtung. Und er hat selbst gesagt, er war über ein Jahr auf Suche nach so einem Federbein. Und das JSS ist deswegen nicht mehr im Programm, weil es für seine Verhältnisse zu weich war. Und es gibt jetzt ein neues Federbein mit
Federauge Aufnehmer auf beiden Seiten und natürlich einer Distanzhülse, weil der Zapfen auf der Unterseite etwas breiter ist und der Riesenvorteil, auch in der Härte verstellbar. Somit bin ich nicht mehr auf das Gas angewiesen, sondern habe hier eine Feder, die ich auch noch verstellen kann. Und ja, wir werden dann testen, ob es passt. Von den Maßen her schaut es mal so aus, als wenn es passen würde, aber das werden wir dann sehen. Ich habe leider den Roller für den Transport wieder komplett zusammenbauen müssen, aber das ist an sich keine Hexerei. Das ist in circa 15 Minuten, wenn man weiß, welche Schrauben man lösen muss, erledigt und man kann das Federbein austauschen.